Wenn alles so billig wird, dass es kaum noch zu schlagen ist, gewinnt niemand. Jahrzehntelang schien Chinas Aufstieg unaufhaltsam. Die Fabrik der Welt, gebaut auf Effizienz, die so gnadenlos war, dass sie wie eine Kunstform wirkte. Städte, die niemals schliefen. Produktionslinien, die die Nächte erleuchteten. Preise, die Jahr für Jahr sanken, bis westliche Wettbewerber aufgaben. Es war das Wunder von Maßstab, Disziplin und Planung. Eine Zivilisation, die menschliche Arbeit in wirtschaftliche Leistung verwandelte. Doch jedes Wunder hat seinen Preis. Chinas größte Stärke, alles billiger, schneller und größer zu machen, wurde zugleich zur Last und Herausforderung. Die Geschichte Chinas zeigt, wie modernes Kapitalismuswachstum seine Grenzen erreicht. 1978 erklärte Deng Xiaoping, dass Wohlstand kein Makel, sondern patriotisch sei. Bauern wurden Unternehmer, Dörfer wurden Fabriken und ausländische Investoren strömten in die neu geschaffenen Sonderwirtschaftszonen. Shenzhen, einst ein verschlafenes Fischerdorf, wuchs in wenigen Jahren zu einer Millionenmetropole. Bald wollten alle Provinzen und Städte dasselbe erreichen. Straßen, Kraftwerke und Industrieparks wurden gebaut, um noch mehr Fabriken anzuziehen, was den Wettlauf nach Wachstum weiter verschärfte. Bis in die 2000. Jahre dominierte China die globale Nachfrage nach Stahl, Kohle, Kupfer und Öl. Jede westliche Firma verlegte Produktion dorthin. Doch unter diesem unaufhaltsamen Wachstum lag eine gefährliche Dynamik. Erfolg bedeutete, billiger zu sein als alle anderen. Provinzen senkten Bodenpreise, Steuern und Löhne. Unternehmen schnitten Margen, Qualität und Gewinne. Es war ein Rennen nach unten, getarnt als Fortschritt, bei dem Nachhaltigkeit in den Hintergrund gedrängt wurde. Anfangs spielte das kaum eine Rolle. Millionen von Arbeitskräften kamen vom Land, bereit, 12 Stunden am Tag für einen Bruchteil westlicher Löhne zu arbeiten. Fabriken und Häfen liefen auf Hochtouren. Konsumenten erhielten das Wunder: T-Shirts für $5, iPhones für $300, scheinbarer Wohlstand ohne Inflation. Doch irgendwann begann das System zu überhitzen. Der Drang nach Wachstum wurde zur Sucht. Kredite mussten durch noch mehr Produktion zurückgezahlt werden und Fabriken beschleunigten, statt zu stoppen. So entstand ein neuer Begriff: Involution. Unternehmen produzierten mehr für weniger. Ein Wettbewerb, der Innovation verdrängte und zum Überlebenskampf wurde. Ganze Industriezweige wie Solarenergie, Batterien und Elektrofahrzeuge kämpften mit identischen Produkten um Marktanteile, Preise fielen, Margen verschwanden, aber niemand stoppte. Verlust bedeutete Gesichtsverlust und der Kreislauf verstärkte sich selbst, während die Regierungen die Illusion von Wachstum aufrechterhielten. Heute steckt China in einer industriellen Involution. Effizienz frisst Gewinn, Produktion frisst Zweck. Es ist kein Rennen um Innovation, sondern ein Rennen nach unten. Solarzellen werden unter Kosten verkauft. Elektroautos stapeln sich in Lagern. Unternehmen kämpfen um schrumpfende Nachfrage, während ihre Bewertungen fallen. Selbst bei Rekordexporten sanken industrielle Gewinne 2024 um über 20%. Chinas Politik nutzt gezielt diese Dynamik. Subventionen halten Schlüsselindustrien am Leben, um Wettbewerber auszuschalten. Es geht nicht um kurzfristigen Profit, sondern um strategische Kontrolle zukünftiger Märkte. Lithiumbatterien, Photovoltaikzellen, elektrische Antriebe. Chinas Industrie setzt heute auf Materialien der Zukunft. Doch diese Strategie ist fragil. Es gibt eine Grenze, wie lange Verluste strategisch toleriert werden können, bevor das System zu zerfallen droht. China beherrscht die Kunst der Waffeneffizienz. Produktion wird genutzt, um Märkte zu dominieren, Preise zu unterbieten und Konkurrenz zu eliminieren. Jede lokale Regierung unterstützt Fabriken, gewährt Kredite und Steuererleichterungen, um Arbeitsplätze zu sichern
und Wachstum zu erzwingen. Politik belohnt Bewegung, nicht Reduktion. Wenn eine Kette stoppt, gerät alles ins Wanken. Wachstum wird zur Identität, Produktion ersetzt Zweck und das Maß des Fortschritts ist, wie billig etwas noch produziert werden kann. Dieses System ist eine Lektion für globale Märkte. Übermäßige Effizienz kann selbstzerstörerisch sein. Wenn alles optimiert wird außer Balance, bleibt am Ende nur ein Opfer übrig, sich selbst. Chinas Fall zeigt, dass Wachstum allein nicht ausreicht. Nachhaltiger Wohlstand erfordert ein Gleichgewicht zwischen Produktion, Nachfrage und Zweck. Nur wer die Dynamik von Effizienz, Politik und Markt versteht, kann die langfristigen Risiken erkennen. Abonniere, um mehr über diese versteckten Dynamiken in Wirtschaft, Industrie und globaler Macht zu erfahren.